Hallo Werkzeugfans, willkommen bei GoToTV. Mein Name ist Sebastian und was habe ich in der Hand? Das GMS 12027, das neue Ortungsgerät von Bosch. Denn wir haben ein Problem. Wo zum Teufel ist hier unser Stromkabel? Beziehungsweise vielleicht haben wir auch die Frage, wo ist denn hier unsere Lattung unten drunter oder unser Ständerwerk oder auch mal eine Wasserleitung. Denn das willst du ja nicht anbohren oder irgendwie beschädigen. Und dafür gibt es genau dieses Gerät. Das können wir einfach aufsetzen und schon seht ihr hier, einmal hin, einmal her und jetzt wird es sogar perfekt angezeigt und das schauen wir uns heute mal an. Du willst mit deinem wunderschönen Bohrhammer in diese Wand ein Loch reinbohren. Okay. Ist jetzt ein bisschen übertrieben, denn wozu brauche ich den schönen 22er Bohrhammer, den neuen von Bosch? Wenn ich eine Gipskartonwand habe, könnte ich natürlich noch einen Akkuschrauber nehmen. Aber das Grundthema, was wir wirklich haben, ist, wir haben eine Wand und ob es jetzt Gipskarton wäre oder eine richtige gemauerte Wand mit Putz drauf und so weiter, wir haben echt ein Problem. Denn wenn wir im Bestand sind, wissen wir häufig nicht, wo sind hier Leitungen. Natürlich kann man sich so ein bisschen orientieren, ist irgendwo eine Steckdose, gibt es von oben nach unten irgendwas und so weiter und so fort. Aber uiuiui, im Altbestand, da sind auch wilde Sachen unterwegs und du hast keine Ahnung, wo kannst du jetzt reinbohren. Und dafür gibt es eine Lösung, dafür gibt es genau diese Ortungsgeräte. Und es gab ja schon den Vorgänger davon und viele von euch haben sich über den Vorgänger beschwert. Viele von euch fanden ihn auch richtig genial. Ich habe den Vorgänger von dem Gerät hier und ich habe den bei mir sehr häufig eingesetzt und der hat mir schon einige Male, und das kann man wirklich sagen, meinen Popo gerettet, dass ich eben nicht irgendwo reingebohrt habe. Und das, obwohl es mein eigenes Haus ist, das ich halb selbst gebaut habe und wo ich eigentlich sogar weiß, wo welche Leitungen lang gehen. Aber so ist es halt nun mal. Und deswegen hat Bosch gesagt, Mensch, wir bringen einen Nachfolger raus, und zwar den 12027, der noch besser ist, noch besser scannt und der einige Anwendungsfehler oder Anwendungsprobleme behoben hat. Und genau das schauen wir uns heute mal an. Wir haben hier jetzt also den GMS 12027. Wir blenden mal ganz kurz auf der Seite den alten ein, dass ihr mal eine Vorstellung habt, wie der alte ausgesehen hat im Verhältnis zu dem. So, muss jetzt aber auch reichen. Wir haben hier einen Wandscanner. Und was macht er eigentlich? Er schaut mit, ich sag mal, Messmethoden in die Wand rein. Schaut natürlich relativ, ihr wisst, was ich meine. Er misst in die Wand hinein. Und was hat er hier eigentlich? Er hat einen Sensor für Metall. Das heißt, er kann Metall detektieren. Er hat einen zweiten Sensor für stromführende Leitungen. Ja? Also ergo, läuft ja jetzt Strom lang oder nicht? Das klingt komisch, aber ihr wisst, was ich meine. Und er hat einen dritten Sensor, der eine Unterkonstruktion aus Holz dort finden kann. Und genau das schauen wir uns auch gleich mal an. Aber das sind die drei Sensoren, die wir haben. Wenn wir uns das Gerät jetzt erstmal anschauen, wir machen das einfach mal an, dann ist es so, dass wir hier im Basis immer stromführende Leitung und Metall messen. Das wird immer gemessen. Wenn wir jetzt aber sagen, nee, wir wollen auch eine Holzunterkonstruktion messen, drücken wir hier drauf, dann wird das zusätzlich dazu auch noch gemessen oder auch der Ton dazu ausgegeben. Was der Unterschied ist zwischen diesem Gerät und dem Vorgänger ist folgendes. Wenn wir den jetzt mal auf die Wand auflegen, dann sagt er jetzt mal, ich bin aufgelegt, alles klar. Und hier ist grün und dann wird es immer rot. Es gibt keinen dazwischen mehr. Früher gab es grün, gelb und rot. Aber was heißt gelb jetzt eigentlich? Gelb ist gut, schlecht, irgendwas dazwischen? Kann ich da bohren, kann ich da nicht bohren? Das macht er eben nicht. Sondern er sagt einfach, okay, aufgelegt. Das ist übrigens auch eine neue Funktion, denn beim alten gab es viele Fehlbedienungen, weil die Leute gesagt haben, nee, habe jetzt meine schöne Wand und ich möchte den nicht auflegen, deswegen sind sie nur so drüber gegangen. Und dadurch ist es so, dass es auf jeden Fall zu Fehlbedienungen kommen kann, denn je weiter du weggehst von dem Objekt, umso ungenauer ist natürlich die Messung. Also ergo, auflegen, auch beim alten schon, auflegen bitte. Hier haben wir Folgendes, hier haben wir eine kleine Fotozelle, die genau misst, ist es aufgelegt oder nicht und nur wenn es aufgelegt ist, auch überhaupt die Funktion freischaltet. Finde ich eine gute Idee. Dann haben wir hier so Gleitpads, die keinen Schaden an der Wand machen. So, jetzt legen wir es auf, jetzt justiert es an, alles klar. Dann können wir es hier zur Seite fahren und ihr seht jetzt gleich Folgendes. Ja, wir kommen der Sache näher und jetzt seht ihr hier, das Gelb ist ersetzt worden durch diese Balken, die hier kommen. Wir werden immer mehr. Oh, jetzt. Ja. Jetzt ganz wichtig. Ihr müsst einmal vorbeigehen. Dann hat er gemerkt, oh, da ist irgendwas. Und jetzt misst er nochmal richtig, indem wir nochmal zur Seite gehen.
Und ihr seht jetzt hier, wir haben hier oben eine Markierung eben gehabt. Diese Markierung und der Strich zeigt, wo hier die Stromleitung lang geht und das ist exakt da drauf. Das heißt, nochmal wichtig von der Bedienung, leg es auf, geh über deine Stelle, wo du bohren möchtest. Also legst auch wirklich ein bisschen daneben auf. Ja? Nicht hier auflegen, ist was da, ja, nein, sondern ein bisschen daneben, die Wand wirklich scannen, rübergehen, alles klar. Jetzt hat er gemerkt, oh, da ist eventuell wirklich was und dann schauen wir nochmal zur Seite. Und dann misst er nochmal deutlich genauer. Also das ist immer ganz wichtig von der Benutzung. Beim ersten Mal findet er zwar auch schon etwas, aber beim anderen ist es dann eben sehr exakt. Und man muss wirklich sagen, ihr habt ja eben gesehen, das ist auch wirklich sehr exakt. Ja? Und er macht das dementsprechend auch richtig gut. Was wir jetzt hier sehen, ist wirklich, übrigens, weil es die ganze Zeit piept, wir können auch den Ton ausschalten. So, was wir hier sehen, wir haben hier eine stromführende Leitung, also erstmal Metall in der Wand, hinter dem Gipskarton und das Ganze führt jetzt auch Strom. Was ist eigentlich, wenn wir das Ganze jetzt hier ausziehen, und zwar Strom anliegt, aber kein Abnehmer dran ist. Ja? Dann zeigen wir immer noch Folgendes, auflegen, so und auch hier, Ton noch wieder an, dann sehen wir auch, dass wir hier nicht nur das Metallsymbol haben, sondern immer noch das Stromsymbol. Also er merkt, da liegt Strom an. Machen wir nochmal Möglichkeit Nummer 3. Wir ziehen jetzt hinten wirklich mal den Stecker raus. So, Stecker ist raus. Hier liegt nichts mehr an. Sieht man auch über genau das hier. Also hier ist jetzt einfach nur noch für die Logik, hier ist ja jetzt nur noch Metall. Ja, mehr ist da jetzt ja eigentlich nicht mehr. Findet ihr das trotzdem? Ja, das ist ja ganz wichtig, wenn du jetzt im Haus zum Beispiel bist, du hast ja keine Ahnung, ob jetzt gerade genau diese Leitung stromführend ist, ob da irgendwas anderes gerade ist, aus, ein, hin, her, hoch, runter, Sicherung und so weiter. Schauen wir, ob das trotzdem findet. So. Und so, ganz exakt. Ja, nochmal für euch. Ja, hier findet ihr es natürlich trotzdem, ihr sagt einfach nur noch Metall. Du hast gerade gesehen, wie gut das funktioniert. Und ich weiß genau, die Kommentare explodieren jetzt auch sofort, weil unten in den Kommentaren wird stehen, nee, das hat bei mir nicht funktioniert, das geht gar nicht. Das muss man ganz klar sagen. Natürlich ist es so, wenn die Stromleitung jetzt hier 12 cm tief in der Wand ist, dann wird er das nicht finden. Dafür ist er nicht da. So tief kann er nicht reinmessen. Wir blenden auch mal hier neben mir mal die verschiedenen Tiefen ein, die wir denn messen können. Denn dafür ist das Gerät nicht da. Es gibt übrigens von Bosch auch den sogenannten Wall-Scanner. Beim Wall-Scanner, das ist ein ganz anderes Gerät, da legst du es auf, fährst es in die Seite, der misst auch mit einer ganz anderen Technik, ist auch deutlich teurer. Damit kannst du nochmal deutlich mehr finden. Zum Beispiel Leerrohre. Ja? Leerrohre kann das Gerät nicht finden, auf jeden Fall nicht zuverlässig finden. Dafür gibt es eben was anderes, was auch Leerräume hier in der Wand anders detektiert und auch anders anzeigt. Also wenn du dich dafür interessierst, ich verlinke dir hier oben mal das passende Video. Kommen wir nochmal speziell zu Fehlbedienungen. Das Gerät hier hat ganz bewusst hier so eine Griffmulde, weil du eben es auch genau dort anfassen sollst, weil hier eben der Sensor ist, der in die Wand reinmisst. Wenn du es jetzt hier anfasst, machst und tust, dann ist eigentlich blöd, ja? Weil dafür ist es nicht da, sondern fass es hier an, damit hier der Sensor nicht gestört wird. Dann ein anderes wichtiges Thema. Wenn du Metall am Körper hast, wenn du irgendwo, so, gerade jetzt zum Beispiel, du hast einen Ring hier dran, fäst das hier an, dann kann er nicht mehr zuverlässig messen. Auch ein Ring hier an der Hand kann ein Problem darstellen. Bitte der Tipp von mir, wenn du damit zuverlässig arbeiten möchtest, dann die 5 Minuten, nimm bitte alles ab, was irgendwie metallisch ist an dir. Nimm auch hier so eine Uhr, die hier mit Bluetooth, WLAN oder sonst irgendwas funkt. Nimm das ab, nimm auch deine Metalluhr ab, nimm deine Ringe ab und wenn du jetzt hier massiv hier Metall, zum Beispiel eine große Schnallen hast von was auch immer, dann auch das müsste eigentlich weg, um wirklich zuverlässig hier davor zu arbeiten und gar nicht das Gerät, zu stören. Ich weiß, ihr seid genauso wie ich. Ihr habt ein neues Gerät, packt es aus, an die Wand, oh, geht nicht, alles schön. Bei dem Gerät mag sein, aber bei dem liest du bitte einmal die Anleitung. Anleitung einmal wirklich lesen, ganz, ganz wichtig. Und wenn du sie gerade nicht zur Hand hast, gar kein Problem, da ist sogar hier hinten ein QR-Code, kannst du einfach mal scannen und mit dem Handy dann sofort die Anleitung mal anschauen. Bitte mach das, weil dann wirst du deutlich weniger Probleme haben. Übrigens, lustige Story, bei Bosch gab es einen Supportanruf, das Gerät funktioniert ja überhaupt nicht und der Benutzer hat Folgendes gemacht, gerade beim alten Gerät war hier oben so ein Kreuz drauf. Ja? Also hat er Folgendes gemacht, er hat gesagt, Gerät ein,
und hat dann so versucht, das Ganze zu scannen und zu schauen, wo ist denn hier was, und hat gemerkt, das funktioniert ja alles gar nicht. Das ist natürlich Quatsch. Und genau genau so könnt ihr das Ganze verhindern. Lest bitte die Anleitung. Eine Sache, die wir von übrigens extra nochmal ausprobiert haben, ist folgendes. Ihr habt ja die Möglichkeit, das jetzt zu scannen, und dann wird ja genau angezeigt, da ist etwas. Dann könnt ihr es natürlich noch nach oben, unten, rechts, links verfahren, und ihr könnt dann hier den Bleistift extra hier durchstecken und könnt dann das Ganze markieren. Das heißt, ihr könnt jetzt hier hin, könnt sagen, da habe ich jetzt was gefunden, habt jetzt da den Punkt und wisst, da jetzt nicht bohren. Ja? Das ist eigentlich ganz gut gemacht, und auch ein großes Wimmerns-Bleistift passt hier ohne Probleme durch. Aber wenn du das gemacht hast, also wenn du jetzt zum Beispiel hier das angesetzt hast, hast du hier deinen Strich gemacht, dann nicht einfach weiterarbeiten, sondern den Stift nehmen, hinlegen, einmal runter von der Wand, ja, auch einmal runternehmen, wieder anlegen, damit das Gerät nochmal resettet ist, und dann kann es auch entsprechend weitergehen. Und jetzt probieren wir mal aus, wie klappt das eigentlich mit den anderen Materialien. Du hast gesehen, wie zuverlässig und genau er das gefunden hat. Jetzt gehen wir mal zu Holz. Natürlich müssen wir jetzt hier in den Holzmodus gehen. Du hast gesehen, wie gut das funktioniert, aber was passiert, wenn ich den Holzmodus ausschalte? Soweit so gut. Wir haben jetzt keinen Strom, wir haben kein Ständerwerk in Form von Holz oder Metall getroffen, aber eins der wichtigsten Dinge ist natürlich eine Wasserleitung. Und das probieren wir jetzt mal aus. Wir haben hier ein nicht magnetisches Metall, Kupfer. Du hast jetzt gesehen, das Rohr wurde erkannt, kein Problem. Okay, Rohr ist jetzt hier hinter, super. Aber was ist eigentlich, wenn das Rohr hier mitten in unserer Konstruktion drin steht, also wirklich so weit hier hin? Deswegen werden wir jetzt mal Folgendes machen. Der Andreas hält es jetzt mal fest, wirklich hier an genau der Stelle, und wir gehen das auch mal in einer Aufnahme hier mal rum und schauen wir mal, was passiert. So, und wir sehen, selbst bei so einem tiefen Rohr hier, gehen wir hier rein und wir gehen hier rüber. Es wird immer noch zuverlässig erkannt. Du hast gesehen, das Ganze funktioniert wirklich wunderbar, und du bekommst auch noch mal ein Fazit von mir gleich. Aber erst einmal noch, wir haben die ganze Zeit darüber gesprochen, aber wie wird denn das Gerät eigentlich betrieben? Wir haben hier hinten einen Akku-Pack verbaut. Je nachdem, welche Version du kaufst, gibt es entweder ein Akku-Pack oder Batterien, die du hier einfach einlegen kannst. Ja, gar kein Problem. Ich muss sagen, das alte Gerät zum neuen hat eine Menge kleiner Features, die es aber nochmal deutlich besser machen. Ich persönlich finde es übrigens auch super, dass wir IP54 haben, aber ich persönlich finde die andere Griffform hier wirklich gut, weil es nochmal eindeutiger ist, weil wenn du das hier anfasst, du fässt das nirgendwo mehr woanders an. Das hier ist deine Position. Ich finde das neue Display auch richtig gut. Das heißt, hier wird genau angezeigt, nicht verschiedene Farben, sondern einfach nur grün oder rot, aber hier unten so, ich komme dem Ganzen näher oder ich gehe etwas weiter weg. Das ist nochmal intuitiver. Ich habe auch das Gefühl, hier innen drin wird das nochmal besser ausgeleuchtet. Und was ich wirklich feiere, ist, dass wir nur noch 2 Knöpfe haben. Also im Wesentlichen, es ist super einfach. Hier aus, also das Gerät aus, an. Ich habe hier die Möglichkeit, also nochmal wieder an für uns, ich habe hier die Möglichkeit Ton aus, und vor allem, hier sind 2 Funktionen jetzt zusammengelegt zu einem. Das heißt also, das Thema Metall und Strom ist in einem, und wenn ich Holz haben will, nochmal zack dazu. Ich finde das Ding richtig, richtig genial. Es sind noch viele kleine Details verbessert worden, und übrigens auch das Detail, dass wir hier den Fotosensor haben, und das dementsprechend, das hat das alte Gerät ja nicht, wenn wir es aufsetzen, also nur wenn wir es wirklich auch aufsetzen und nicht fehlbedienen können, dass es dann auch funktioniert.
Ich kann dir nur eine Sache sagen. Ich selbst hatte den Vorgänger zu Hause und es ist für mich überhaupt nicht mehr vorstellbar, ohne zu arbeiten und ohne irgendwie irgendwo in ein Loch reinzubohren, in eine Wand reinzubohren. Und ich kann dir das nur wärmstens ins Hand legen. Das Ding kostet so um die 100 Euro, nochmal unten in der Videobeschreibung verlinkt oder auf Goodtools kannst du auch gerne kaufen. Es ist einfach so, es kostet 100 Euro. Wenn du einmal ein Stromkabel angebohrt hast, dann ist das Stromkabel hin, dann musst du das aufmachen, musst du das wieder im Zweifel den Elektriker holen, wenn du es selber nicht kannst, das dann wieder neu verbinden, musst du es zugipsen, musst dann nochmal tapezieren machen, tun. Dass das deutlich mehr als 100 Euro kostet, sollte, glaube ich, jedem klar sein. Und wenn wir hier vom Wasser reden, dann wird es ja nochmal richtig interessant. Also, oder es gibt ja auch andere Dinge, wo du reinbohrst, wo es auch wirklich schwierig ist. Ich hätte versehentlich fast mal in meine Satellitenkabelverteilung reingebohrt, wo 10 Kabel lang gehen. Das wäre gar nicht schön gewesen. Ja? Also da bitte, bitte passt auf. Und deswegen kann ich euch nur wärmstens ins Herz legen, habt so etwas zu Hause, dann habt ihr da habt ihr Spaß und habt ihr keinen Ärger mehr. Ihr schreibt mal in die Kommentare, was wir noch testen sollen mit dem Gerät. Und ihr schreibt auch mal, hattet ihr mal einen richtig großen Schaden, den ihr damit hättet verhindern können? Wenn ja, schreibt es rein und vor allem auch die Schadenhöhe. Würde mich super interessieren. So, ich werde jetzt mal ein bisschen die Wand scannen und für euch ran ans Werkzeug und bis zum nächsten Mal.